Hi. Hi, ich bin Sophia. Aline, hi. Hallo ihr beiden, das ist eure WG. Schaut euch mal um, da gibt es Kisten. Die könnt ihr jetzt quasi auspacken und eure Küche einräumen und unterhaltet euch gerne dabei. Ich bin hundertprozentig eine Feministin. Ich bin ein großer Gegner des Feminismus, weil der Feminismus für mich schon lange nichts mehr mit Gleichberechtigung zu tun hat, sondern eher ein Kampf gegen die Hausfrau und gegen den Mann ist. Kochst du gerne? Ich liebe Kochen. Ich mache das auch sehr gerne mit meinen Geschwistern. Und die wollen mir immer dabei helfen. Und also wohnst immer mal du mit deinen Geschwistern? Ich wohne bei meiner Familie, ja. Wir brauchen den Feminismus immer noch, weil wir immer noch in einer Welt leben, die nicht gleichberechtigt ist. Gleichberechtigung haben wir in Deutschland schon längst. Frauen und Männer haben die gleichen Rechte und auch die gleichen Pflichten. Ich habe mir jetzt die letzten 2-3 Monate tatsächlich ein Zimmer geteilt. Es war voll intensiv, so das Zusammenleben. Ja, ja, das kenne ich. Ich teile mir auch mit 2 Schwestern das Zimmer. Boah, wow, ja. Ja, ich weiß nicht, also genau, es war halt nicht so eine sehr familiäre Situation oder so, sehr eng, deswegen haben wir uns jetzt dazu entschieden, das aufzuhören. Ach, du magst es nicht so kuschelig? Nee, es war voll anstrengend. Frauen werden unterbezahlt, verdienen im Schnitt weniger pro Stunde als Männer oder verrichten ganz häufig Arbeit, die nicht bezahlt wird. Das haben schon sehr viele Ökonomen belegt, dass der Gender Pay Gap nur eine feministische Lüge ist, um Männer als böse Opfer darzustellen. Lateinamerika ist auf jeden Fall so ein Lieblingsreiseziel von mir. Okay. Wobei ich auch sagen muss, dass ich jetzt schon so viel da war, dass ich auch so ein bisschen Bock habe, Deutschland ein bisschen mehr kennenzulernen. Nicht so weit weg immer. Keine schlechte Idee. Und du? Ich will unbedingt nach Israel und in die USA. Nach wie vor sind Frauen im beruflichen, im politischen, im gesellschaftlichen Leben unterrepräsentiert. Mann oder Frau sind gleich viel wert, aber sie haben unterschiedliche Fähigkeiten und auch unterschiedliche Bedürfnisse. Eine Motto-Party, ja. Ich würde sagen Mexiko, da können wir Tacos machen, Quesadillas. Aha, ja, okay, das trifft sich ganz gut. Ich war letztes Jahr in Mexiko. Cool. Genau, also ich glaube, für mich wäre aber voll wichtig, dann auch so ein bisschen auf die politische Situation einzugehen. In Mexiko, also als ich da war, habe ich Menschenrechtsbeobachtung gemacht. Ich weiß nicht, ob es so unbedingt zu einer Party passt, wenn man da feiern will und dann, ich weiß nicht. Also ich weiß nicht, auch die Menschen, die ich da kennengelernt habe, dass man sich so ein bisschen im mexikanischen Stil verkleidet. Wenn eine Person auf mich zukommt und sagt, Frauen haben sich dem Mann unterzuordnen, dann sage ich, das ist totaler Quatsch, was du da sagst. Denk doch mal darüber nach, wir sind alles gleichwertige, freie Menschen. Ich bin ein großer Gegner des Feminismus, weil der Feminismus für mich schon lange nichts mehr mit Gleichberechtigung zu tun hat. Wir brauchen den Feminismus immer noch, weil wir immer noch in einer Welt leben, die nicht gleichberechtigt ist. Das haben schon sehr viele Ökonomen belegt, dass der Gender Pay Gap nur eine feministische Lüge ist, um Männer als böse Opfer darzustellen. Wenn eine Person auf mich zukommt und sagt, Frauen haben sich dem Mann unterzuordnen, dann sage ich, das ist totaler Quatsch, was du da sagst. Denk doch mal darüber nach, wir sind alles gleichwertige, freie Menschen. Worauf beziehst du dich, wenn du sagst, dass Frauen, also dass es die Gender Pay Gap nicht gibt? Beim Gender Pay Gap ist es so, da wurde einfach das Jahreseinkommen, glaube ich, von allen Frauen mit dem Einkommen von allen Männern verglichen. Da wurden sehr viele Sachen nicht berücksichtigt, zum Beispiel, dass Frauen häufig sich selbst dazu entscheiden, in weniger bezahlte Berufe einzusteigen. Zum Beispiel ich studiere Lehramt. Ich hätte auch genauso Informatik studieren können, wo ich wesentlich mehr dann verdienen würde. Was ist denn die Grundlage deiner Meinung nach? Also woher kommt Frauen das? sind erstmal durchschnittlich eher emotional als Männer. Auch meinen Erfahrungen nach, gerade in meinem persönlichen Umfeld sehe ich es sehr oft. Viele Frauen, die ich kenne, sind halt viel kontaktbereiter auch als Männer und legen viel mehr Wert auf persönliche Beziehungen. Also ich habe letztens von einer Studie gehört, die hat sich damit auseinandergesetzt, inwiefern Frauen und Männer, also Menschen generell, schon darauf reagieren, wenn der Embryo noch im Bauch ist und wenn dann schon feststeht, welches Geschlecht das Kind hat. Es wurde festgestellt, dass wenn feststeht, dass es ein Junge ist, sich halt dem Baby gegenüber anders verhalten wird, vor allen Dingen, wenn es auf der Welt dann ist, werden die Muskeln anders stimuliert.
Und also weil Jungen dann anders angefasst werden, häufiger angefasst werden. Und ich finde, dann kann man halt nicht davon ausgehen, dass grundsätzlich man sagen kann, dass Männer zum Beispiel einen anderen Körper haben. Und dann solche Argumente kommen wie, ja, Frauen sind viel emotionaler und gehen lieber in den sozialen Beruf. Das ist halt Mumpitz so. Das ist halt von außen projiziert. Und es gibt so viele Frauen, die fühlen sich total davon unter Druck gesetzt, dass sie irgendwie Kinder gebären und Familie gründen sollen. Ich kenne sehr viele, die sagen, ich bin Hausfrau, und dann kommen die Kommentare, was, du bist Hausfrau, fühlst du dich da nicht irgendwie unterdrückt oder willst du nicht dich selbst im Beruf verwirklichen? Also heutzutage wird die Rolle der Hausfrau, gerade der liebevollen Mutter, sehr, sehr gesellschaftlich, also nicht genug wertgeschätzt. Einige Bekannte von mir, die haben ihren Kindern beiden Puppen und Spielautos und alles Mögliche zur Verfügung gestellt. Die konnten sich ihre Spielsachen selbst aussuchen, die wurden selbst behandelt. Die mussten beide kochen lernen als Kinder schon. Sie mussten beide das Auto putzen und so. Also sie mussten beide beides machen, und trotzdem haben sich die Mädchen von selbst immer für die Puppen entschieden. Die Jungs haben sich von selbst für Autos entschieden. Das heißt natürlich nicht, wenn jetzt jemand mit Autos spielt, ist er ein Junge. Ich habe als Kind sowohl mit Barbies gespielt als auch mit Spielautos. Ich habe beides sehr gemocht. Und aber ich denke, so im Laufe der Jahre wird sich da auch immer trotzdem das Geschlecht herausdifferenzieren. Aber jetzt nicht irgendwie dadurch, dass Frauen dazu gemacht werden, sondern ich denke, dass Gott in jeden von uns diese Eigenschaften gelegt hat. Also ich finde, auch da müssen wir noch mal irgendwie uns mehr Gedanken darüber machen, mit welcher Brille wir tatsächlich irgendwie die Welt sehen. Und das ist einfach diese binäre Aufteilung. Frauen machen das und Männer machen das so. Und das projizieren wir auf unsere Kinder. Und ich würde nicht sagen, dass es eine freiwillige Entscheidung ist, weil in dem Moment, in dem dieses Kind auf die Welt kommt, drücken wir denen schon so einen Stempel auf. Und also zum Beispiel gibt es unheimlich viele kleine Babys, die auch auf die Welt kommen und keinem Geschlecht zugeordnet werden können. Ne? Wenn das so viele Babys sind, dann warum habe ich noch nie was davon mitbekommen? Ich glaube, also das liegt halt, ich glaube, das liegt daran, dass eben für geschlechtliche Vielfalt kein Raum irgendwie ist in unserer Gesellschaft. Ne? Wie viele Geschlechter gibt es denn deiner Ansicht nach? Oh, keine Ahnung. Aber welchem Geschlecht ordnest du dich denn jedenfalls zu? Mehr als 2. Also ich bin der Meinung, dass es nur Männer und Frauen gibt. Okay, also es gibt halt eine Menge Menschen, die sich außerhalb dieser Geschlechterskala irgendwie positionieren. Und es gibt definitiv auch Gesellschaften, die andere Geschlechter kennen. Das ist also jetzt vielleicht nicht hier in Deutschland, in den Räumen, in denen wir uns bewegen. Aber auch das liegt halt nur daran, dass wir immer nur auch von unserer eigenen Realität irgendwie ausgehen und eben wenig Raum den anderen Realitäten geben. Das mit dieser eigenen Realität ist ein interessanter Punkt, den du ansprichst, weil ich der Meinung bin, dass Leute, die sich weder als Frau noch als Mann identifizieren, gewissermaßen in ihrer eigenen Realität auch leben, weil ich nicht denke, dass wenn man sich für irgendwas hält, zum Beispiel wenn ich jetzt sage, ich bin jetzt Two-Spirit drittes Geschlecht, dass ich dann auch Two-Spirit drittes Geschlecht bin, sondern ich bin dann immer noch eine Frau. Also ich habe weibliche Geschlechtsteile, ich empfinde wie eine Frau, ich fühle mich als Frau. Und nur wenn ich jetzt plötzlich anfangen würde, mich als Mann zu fühlen, wäre ich deshalb noch lange kein Mann.